Man ist einfach zu faul, wisst ihr? Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Ich bin wieder unterwegs, allein. Ich fahre durch die Straßen und komme nicht mehr heim. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade... wo bin ich gerade? Ich glaube Mönchaldorf. Ja, genau, in Mönchaldorf. War gerade ein bisschen am See. Oder in der Nähe vom See. Vom Greifensee. Cruise ein bisschen rum. Genieße die Fahrt und das Wetter. Und schaue mal, wo es mich hinbringt. Ich gehe dort, wo die Straßen mich hinführen. Und dazu bin ich wieder unterwegs. Allein. Oh, es ist so geiles Wetter. Wirklich, also Hammer. Ist ein bisschen schade, dass ich alleine bin. Also zu zweit oder zu dritt würde es natürlich viel mehr Spaß machen. Aber ist voll okay. Man darf auch mal allein unterwegs sein. Den Kopf lüften. Und ein bisschen abschalten, was die Arbeit angeht. Also in letzter Zeit, ja, war es ein bisschen mühsam. Ja, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich habt ihr auch solche Typen, die halt zu faul sind, um irgendwelche Memos zu lesen, und dann machen sie ihre Arbeit nicht korrekt. Das ist manchmal wirklich sehr anstrengend. Also wisst ihr, letztens, ich hatte einen Dienst, aber gleichzeitig war noch ein anderer von unserer Firma dabei, der im gleichen Haus, aber einfach einen anderen Dienst hatte. Und ich habe halt Memo-Blätter gemacht für diese Leute, damit sie mit der Situation vertraut werden und wissen, was sie zu tun haben. Ja, es sind vielleicht 5 Seiten, aber alles mit Bildern und wirklich eine detaillierte Beschreibung. Also sie sind ja alleine in diesem Dienst. Und weißt du, da machst du dir die Mühe, sitzt irgendwie stundenlang vor dem Computer, du bist in diesem Gebäude oder ja, an diesem Ort, machst Fotos und so, eventuell Videos. Und dann schreibst du dir alles auf, du bist wirklich stundenlang am PC, damit einfach die Leute, ja, ihre Arbeit gut tun können, kompetent machen können. Und dann sieht dich der Typ und sagt, hey, mich kackt's an, das Zeug zu lesen, erklär mir, was Sache ist. Und da muss ich einfach sagen, Alter, ich habe selber zu tun, ich habe keine Zeit für dich. Lies dieses scheiß Ding und du weißt, was zu tun ist. Und dann Stunden später schreibt ihr
der stellvertretende Geschäftsführer, hey, es ist das und das passiert, wieso und warum, was ist los? Weil sich einfach der andere nicht dran halten konnte. Und dann heißt es, ja, ich wusste davon nichts. Ja, lies es doch, lies das Zeug, dann weißt du es auch. Und das ist wirklich, also viele irgendwie haben eine Leseschwäche, also ich wirklich nett gesagt Leseschwäche. Sorry, nein, also ich komme auf den Punkt. Die haben einfach keinen Bock, denen ist es zu anstrengend, diese Sachen zu lesen. Und wenn dann irgendetwas falsch gemacht wird, wollen sie nicht die Verantwortlichen sein. Und das ist wirklich so mühsam, weil die Reklamationen kriege ich dann ab und muss mich irgendwie verantworten. Obwohl ganz einfach gesagt, der Typ einfach seine Sache nicht richtig gemacht hat. Also der Typ, die Frau, egal. Einfach dieser Mitarbeiter. Und das ist dann schon nervig. Also wirklich manchmal, Leute, da denke ich einfach, das hätte alles nicht passieren dürfen oder es wäre nicht passiert, hättest du einfach von Anfang an diese Blätter durchgelesen, zum Beispiel. Und wirklich, also so schwierig ist der Job auch wieder nicht. Klar hat es mal knifflige Sachen, aber es ist machbar. Es ist auch machbar, wenn du das erste Mal dort bist und irgendwie alleine bist. Weil diese wirklich, also Leute, ich habe es Leuten gezeigt, die von diesem Job keine Ahnung haben und sogar sie haben verstanden, was zu tun ist. Also müsste einer, der schon jahrelang bei uns ist, ziemlich schnell verstehen, was Sache ist. Und das ist dann schon irgendwie nervig. Ja, also wirklich, man kann sich so viel Ärger sparen, indem man einfach ein bisschen mitzieht, ein bisschen vorausschauend auch mitzieht. Aber ne, man ist einfach zu faul, wisst ihr? Und dann kommt einfach zu dieser Faulheit einfach noch irgendwie dazu, dass man keine Verantwortung tragen will. Ja, und man selbst ja, muss dann noch irgendwie voll rumspringen, herumrennen wegen diesen Leuten, ja, gerade stehen für die Fehler von anderen. Und da kommen einfach so Momente, wo ich einfach sagen muss, ich schmeiße es hin, ich habe keinen Bock auf diese Verantwortung. Und solche Tage habe ich sehr, sehr selten, weil ich meinen Job liebe und ich mache es sehr gerne, auch die Verantwortung und so. Aber es gibt, also wirklich, in letzter Zeit hatte ich echt 2, 3 Mal solche Momente, wo ich einfach gesagt habe, ich schmeiße es hin. Habe keine Lust mehr. Und das ist, ja, meiner Meinung nach sehr unfair mir gegenüber. Vor allen Dingen, da ich wirklich hinter meinem Team stehe. Ich würde wirklich alles für mein Team machen. Und ja, wenn dann irgendwie so 2, 3 schwarze Schafe irgendwie nicht mitziehen, ist es auch denen gegenüber sehr unfair. Ich hatte gerade letztens einen Fall, da hatte einer aus meinem Team etwas vergessen zu machen. Und dann kamen sie natürlich auf mich zu, hey, das wurde vergessen, was soll das und so. Und hatten das auch weitergeleitet an diesen Mitarbeiter von wegen, hey, ein bisschen mehr gucken, ein bisschen mehr konzentrieren, sollte jetzt nicht mehr vorkommen.
Und der Mitarbeiter kam sofort, hey, das ist meine Schuld, ja, es stimmt, ich habe das nicht gemacht. Du kannst denen sagen, da bin ich schuld, nicht du. Also, wisst ihr, er springt da sofort ein und es hieß von ihm, hey, der Fehler liegt bei mir, du kannst sie zu mir, wie soll ich sagen, auf mich zurückführen. So, ich bin jetzt wirklich falsch gefahren. Hier ist immer noch zu, also drehen wir um. Und so etwas schätze ich dann natürlich extremst. Weil das zeigt einfach Loyalität, Leute. Und Loyalität wird in der heutigen Zeit ja sowieso recht klein geschrieben. Also ich weiß noch in diesen Zeiten, als ich im Office gearbeitet habe, also da war ich eine Zeit lang als Sachbearbeiter unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, was ich in diesen Jahren kennenlernen durfte, war, dass Loyalität nichts ist, nichts bedeutet. Und das war auch einer der größten Punkte, weshalb ich aus dem Office-Bereich raus bin. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Konkurrenzkampf bis zum geht nicht mehr. Ich meine, wir müssen nicht Freunde werden, aber wir arbeiten 8,5 Stunden am Tag zusammen. Und da kann man einfach ein bisschen entgegenkommen und wenigstens eben keine Freunde, aber ein bisschen Kollegialität erwünsche ich schon. Und das gibt es irgendwie in dieser Nische nicht so. Also du hast wirklich Glück, hast einen guten Ort erwischt und das ist auch selten. Und solche Sachen, also wisst ihr, du machst selber deinen Job gerne, aber das ist schon kindisch für mich, kindischen Sachen hast du einfach dann irgendwie ziemlich schnell die Schnauze voll. Echt schade. Ja, habt ihr auch solche Probleme im Geschäft? Also bei der Arbeit? Also würde mich wirklich noch interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr solche Situationen auch kennt. Ich hoffe wirklich, dass das nicht für alle irgendwie Alltag ist, weil sonst wünsche ich euch wirklich ganz viel Geduld. Also hier hinten kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Da bin ich so selten. Also bis Etwil am See geht's, aber alles was hier ist schwierig. Ja, fahren wir einfach mal. Einfach die Schilder ein bisschen mehr beachten. Stefan, oh, Humbrechtikum wäre dort drüben gewesen. Naja, wir fahren mal. Da können wir hier irgendwo mal noch anhalten und ein bisschen die Landschaft genießen. Wäre, glaube ich, noch ein schönes Plätzchen. Mal gucken. Ja, wir könnten ja hier raus. Ich hasse solche Schotterdinger. Ja, bleiben wir ein bisschen mit Abstand, falls hier etwas gemacht werden muss. So Leute, dann sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da.
und abonnieren nicht vergessen. Peter Vollschacht. Bis zum nächsten Video. Güle güle.